Die schwarze Katze. Herr Braun wohnt in einem kleinen Dorf. Er ist ein einfacher Mann. Er arbeitet als Bäcker. Jeden Morgen steht er um 5 Uhr auf. Eines Tages geht er wie immer zur Arbeit. Es ist noch dunkel, die Straßen sind leer. Plötzlich sieht er etwas: eine schwarze Katze. Sie sitzt mitten auf dem Weg und schaut ihn an. Herr Braun bleibt stehen. Er schaut die Katze an. »Oh nein«, flüstert er, »eine schwarze Katze bringt Unglück.« Er geht 3 Schritte zurück. Die Katze bewegt sich nicht. Er geht langsam nach rechts. Die Katze geht auch nach rechts. »Was soll ich tun?«, denkt Herr Braun. Er nimmt sein Handy und ruft seine Frau an. »Sabine, ich habe ein Problem. Eine schwarze Katze ist vor mir.« Seine Frau antwortet: »Und? Dann geh einfach weiter.« »Nein, das bringt Pech. Ich warte lieber.« 5 Minuten vergehen. Die Katze bleibt sitzen. Herr Braun friert. Ein junger Mann joggt vorbei. Er sieht Herrn Braun stehen. »Guten Morgen, alles okay?« Herr Braun zeigt auf die Katze. »Da, eine schwarze Katze. Ich kann nicht weitergehen.« Der junge Mann lacht. »Ach, das ist nur Lotte. Sie gehört Frau Schulz.« Er ruft: »Lotte, komm her, du kleines Monster!« Die Katze steht auf, streckt sich und läuft zum Mann. Herr Braun ist erleichtert. »Danke, ich bin sehr abergläubisch.« Der Mann sagt: »Kein Problem, aber schwarze Katzen sind nicht böse, sie bringen Glück.« Herr Braun denkt kurz nach. »Vielleicht hast du recht, ich war einfach nervös.« Er geht weiter zur Bäckerei. Dort wartet schon eine lange Schlange. »Oh je«, denkt er, »vielleicht hatte die Katze doch recht.« Aber dann kommt eine alte Frau und sagt: »Heute ist mein Geburtstag. Ich nehme 5 Brote und 10 Brötchen.« Herr Braun lächelt. Vielleicht bringt die schwarze Katze doch Glück. Am Abend erzählt er seiner Frau von seinem Tag. Sie lacht und sagt: »Nächstes Mal nimmst du der Katze ein Brötchen mit.« Ein Tag in München. Es ist Samstagmorgen, die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Jonas ist zum ersten Mal in München. Er steht früh auf, denn er möchte die Stadt entdecken. Zuerst geht er zum Marienplatz. Dort sieht er das neue Rathaus mit dem berühmten Glockenspiel. Viele Menschen stehen und warten. Um 11 Uhr beginnt die Musik und die Figuren tanzen. Jonas ist begeistert. Dann geht er weiter zum Viktualienmarkt. Der Markt ist bunt und lebendig. Es gibt Käse, Obst, Brot und Blumen. Jonas kauft eine Brezel und ein Wasser. Er setzt sich auf eine Bank und isst. Neben ihm sitzt eine alte Frau mit einem kleinen Hund. Sie sagt: »Schöner Tag heute, oder?« Jonas lächelt. »Ja, perfekt für einen Stadtbummel.« Nach dem kleinen Snack geht Jonas zur Frauenkirche. Die 2 großen Türme sind schon von weitem sichtbar. Er geht hinein. Es ist ruhig und kühl. Jonas bleibt ein paar Minuten und schaut sich die Fenster und die Architektur an. Am Nachmittag ist er müde. Er findet ein kleines Café in der Nähe. Er bestellt einen Cappuccino und ein Stück Apfelkuchen. Während er sitzt, schreibt er eine Nachricht an seine Mutter. »München ist wunderschön. Ich komme bestimmt wieder.« Emma spielt Schach. Emma ist 10 Jahre alt. Sie liebt Bücher, Schokolade und Schach. Jeden Sonntag geht sie mit ihrem Opa in den Park. Dort gibt es alte Männer, die immer Schach spielen. »Opa, ich will auch spielen«, sagt Emma. Opa lächelt. »Okay, kleine Meisterin, ich bringe dir alles bei.« Er zeigt ihr die Figuren: König, Dame, Läufer,
Turm, Springer und Bauer. Emma fragt: Warum ist der König so wichtig? Er ist doch langsam. Opa antwortet: Weil ohne König das Spiel vorbei ist. Er ist langsam, aber wertvoll. Emma denkt nach. Also wie du, Opa? Opa lacht. Ganz genau. Sie spielen ihr erstes Spiel. Emma verliert. Natürlich. Das ist schwer, ruft sie. Opa sagt: Schach ist wie das Leben. Man muss nachdenken, bevor man etwas tut. Am nächsten Sonntag kommt Emma wieder. Opa, ich habe online geübt. Heute gewinne ich. Sie setzen sich an den Tisch. Emma denkt lange nach, bevor sie zieht. Opa trinkt in der Zeit seinen Tee. Nach 20 Minuten sagt Emma: Schach! Und gleich kommt Schachmatt. Opa schaut aufs Brett. Das ist richtig. Du hast gewonnen. Emma springt auf. Ja, ich bin die Königin des Schachs. Ein alter Mann aus dem Park schaut zu. Willst du gegen mich spielen, junge Dame? Fragt er freundlich. Emma nickt. Gerne. Aber ich warne dich. Ich bin gut. Der Mann heißt Herr Klein. Er spielt seit 40 Jahren Schach. Das Spiel beginnt. Nach 10 Zügen ist Emma in Schwierigkeiten. Oh nein, was mache ich jetzt? Opa flüstert: Nicht aufgeben. Denk nach. Emma schaut aufs Brett. Dann lächelt sie. Sie opfert einen Turm. Und dann Schachmatt in 3 Zügen. Herr Klein klatscht in die Hände. Bravo! Du bist wirklich eine kleine Meisterin. Emma strahlt. Danke. Aber ohne meinen Opa hätte ich das nie gelernt. Opa nickt stolz. Du bist jetzt bereit für das große Turnier nächsten Monat. Emma schaut überrascht. Ein echtes Turnier? Ich darf mitmachen? Natürlich, sagt Opa, aber du musst weiter üben. Emma antwortet: Ab heute trainiere ich jeden Tag wie eine echte Schachkönigin. Paul sucht seine Brille. Paul ist ein netter, aber sehr vergesslicher Mann. Er lebt in einer kleinen Wohnung in Berlin. Eines Morgens wacht er auf und möchte die Zeitung lesen. Er setzt sich an den Tisch und greift nach seiner Brille. Aber keine Brille. Wo ist meine Brille? Fragt Paul laut. Er steht auf und schaut unter dem Tisch. Keine Brille. Er schaut in der Küche, im Bad, sogar im Kühlschrank. Keine Brille. Paul kratzt sich am Kopf. Ich bin doch nicht blind. Ich hatte sie gestern noch. Da kommt seine Katze Mimi. Wow! Sie miaut laut. Was willst du, Mimi? Hast du meine Brille gesehen? Mimi miaut wieder und läuft ins Schlafzimmer. Paul folgt ihr. Auf dem Bett? Keine Brille. Unter dem Kissen? Auch nicht. Das ist doch verrückt, ruft Paul. Dann geht er zum Spiegel. Er sieht sein Gesicht an und lacht laut. Die Brille ist auf seiner Stirn. Oh nein, ich bin wirklich alt geworden, sagt Paul lachend. Er nimmt die Brille und setzt sie richtig auf. Danke, Mimi, du bist klüger als ich. Paul geht in die Küche und macht sich einen Kaffee. Er setzt sich hin, nimmt die Zeitung und liest. Doch nach 2 Minuten steht er wieder auf. Wo ist mein Kaffee? Murmelt er. Er schaut auf den Tisch. Der Kaffee ist da, direkt vor ihm. Paul seufzt. Vielleicht brauche ich nicht nur eine Brille, sondern auch ein neues Gehirn.
Mimi springt auf den Tisch und stupst Pauls Arm an. Ja, ja, ich weiß, Mimi, ich soll mehr schlafen. In diesem Moment klingelt es an der Tür. Es ist sein Nachbar, Herr Meier. »Guten Morgen, Paul, alles gut bei dir?« Paul lächelt. »Ja, alles gut. Ich habe nur meine Brille verloren. Oder besser gesagt, ich dachte, ich habe sie verloren.« Herr Meier lacht. »Das kenne ich. Ich suche oft meine Schlüssel und sie sind in meiner Tasche.« Die beiden lachen laut. Mimi miaut. Und Paul sagt, »Zum Glück habe ich euch, sonst finde ich bald gar nichts mehr.« Der erste Schnee. Ali ist 9 Jahre alt. Er kommt aus Marokko. Dort gibt es keine Berge und keinen Schnee. Jetzt lebt er mit seiner Familie in Deutschland. Es ist sein erster Winter. Eines Morgens wacht Ali auf und sieht aus dem Fenster. Alles ist weiß. Die Bäume, die Straße, die Autos, überall ist Schnee. Er ruft laut, »Mama, es hat geschneit!« Seine Mutter lächelt. »Ja, das ist Schnee, Ali. Es ist kalt, aber auch schön.« Ali läuft schnell nach draußen. Er hat keine Handschuhe, aber das ist ihm egal. Er nimmt Schnee in die Hand und sagt, so fühlt sich das also an. Er baut einen kleinen Schneemann. Er nimmt eine Möhre für die Nase und 2 Knöpfe für die Augen. Der Schneemann sieht lustig aus. Ali lacht. Dann hat er eine Idee. Er geht nicht zur Schule. Heute ist ein besonderer Tag. Ich will Schnee sehen, nicht Mathe. Am nächsten Tag fragt die Lehrerin, Ali, warum warst du gestern nicht in der Schule? Ali sagt, Frau Schmidt, ich musste lernen, wie Schnee schmeckt und wie man einen Schneemann baut. Die Klasse lacht. Auch Frau Schmidt muss schmunzeln. Sie sagt, okay, aber heute lernst du wieder Mathe, ja? Ali nickt und sagt, aber nur, wenn Mathe auch Spaß macht, wie Schnee. Urlaub mit Lisa und Tom. Lisa und Tom sind ein Paar. Sie wohnen in Berlin und arbeiten viel. Im Sommer wollen sie Urlaub machen. Eines Abends sitzen sie auf dem Sofa. Lisa sagt, Tom, wir brauchen Urlaub. Ich bin müde und will Sonne. Tom nickt. Ich auch. Aber wohin gehen wir? Lisa öffnet ihr Handy. Ich will ans Meer. Italien, Spanien oder Griechenland. Tom überlegt. Ich mag Berge. Wandern in Österreich oder in der Schweiz. Lisa verdreht die Augen. Wandern? Ich will am Strand liegen, ein Buch lesen und Eis essen. Tom lacht. Und ich will frische Luft, Bewegung und Käse. Sie schauen sich an. Dann sagt Lisa, okay, wir machen eine Liste. Du schreibst deine Ideen, ich meine. Tom schreibt Berge, Wandern, Natur, Käse, Ruhe. Lisa schreibt Strand, Sonne, Eis, Cocktails, Shopping. Tom schaut Lisas Liste an. Shopping? Im Urlaub? Lisa antwortet, na klar, neue Kleider für den Sommer. Tom seufzt. Vielleicht brauchen wir 2 Urlaube. Lisa lacht. Oder einen Kompromiss. Sie suchen zusammen im Internet. Nach einer Stunde findet Lisa etwas. Tom, schau, ein Hotel in Südtirol. Es gibt Berge und ein Pool. Tom liest laut. Mit Wellnessbereich, Frühstücksbuffet, Sauna und einer Eisdiele. Wow! Lisa grinst. Und direkt daneben ein kleiner See. Du kannst wandern, ich kann schwimmen. Perfekt! Tom nickt. Okay, aber nur, wenn ich jeden Tag Käse essen darf. Lisa sagt, und ich bekomme jeden Tag ein Eis. Beide lachen. Am nächsten Tag buchen sie das Hotel.
2 Wochen später stehen sie am Bahnhof. Tom trägt einen großen Rucksack, Lisa hat 3 Koffer. Tom fragt, was hast du da alles drin? Lisa sagt stolz, Sommerkleider, Schuhe, Sonnencreme, Bücher, Shampoo, Föhn. Tom schüttelt den Kopf. Wir sind nur eine Woche weg. Lisa antwortet, ja, aber ich will vorbereitet sein. Die Zugfahrt dauert 7 Stunden. Im Hotel angekommen sind sie müde, aber glücklich. Am nächsten Tag geht Tom wandern. Lisa liegt am Pool mit einem Buch. Am Abend treffen sie sich zum Abendessen. Lisa sagt, ich habe 3 Kugeln Eis gegessen. Tom antwortet, und ich habe einen Berg bestiegen. Lisa lacht. Und, hast du Käse gefunden? Tom zeigt ein Foto. Ja, der beste Käse meines Lebens. Beide stoßen mit einem Glas Apfelsaft an. Auf den perfekten Kompromiss, sagt Lisa. Jans Traum vom Meer. Jan lebt in einem kleinen Dorf in den Bergen. Die Luft ist frisch, die Landschaft ist schön, aber Jan träumt vom Meer. Er hat noch nie das Meer gesehen, aber er stellt es sich oft vor. Das Rauschen der Wellen, der Sand unter den Füßen und der salzige Wind. Eines Tages spricht seine Lehrerin mit der Klasse. Wir machen eine Klassenfahrt, sagt sie. Alle sind aufgeregt. Das Ziel? Die Nordsee. Jan kann es kaum glauben, endlich wird er das Meer sehen. Zu Hause erzählt er seiner Mutter von der Reise. Sie freut sich für ihn. Jan beginnt sofort, sich auf die Reise vorzubereiten. Er packt seine Tasche, kauft Sonnencreme und liest über das Meer. Er interessiert sich für alles: Fische, Schiffe, Muscheln. Aber dann denkt Jan an eine Sache, die ihm Sorgen macht. Er kann nicht schwimmen. Was, wenn die anderen ins Wasser gehen? Was, wenn er ins Wasser fällt? Er spricht mit seinem Vater über seine Angst. Der Vater lacht. Du musst nicht ins Wasser gehen, du kannst einfach den Strand genießen. Das beruhigt Jan. Am Tag der Reise ist Jan sehr aufgeregt. Als er endlich am Meer steht, ist es genau so, wie er es sich vorgestellt hat, vielleicht sogar schöner. Er geht am Strand spazieren, sammelt Muscheln und sieht den Möwen zu. Er denkt, ich habe lange vom Meer geträumt und jetzt bin ich hier. Beim Friseur. Die Katastrophe mit den Haaren. Ali ist neu in Deutschland. Er spricht ein bisschen Deutsch, aber nicht perfekt. Heute geht er zum Friseur. »Hallo, ich möchte nur die Spitzen schneiden«, sagt Ali freundlich. Der Friseur lächelt. »Alles klar.« Ali setzt sich auf den Stuhl. Der Friseur nimmt die Schere. Ali zeigt mit den Fingern. »Nur ein bisschen, ja?« »Ja, ja«, sagt der Friseur. Und dann schnipp, schnapp, schnipp. Nach 10 Minuten sagt der Friseur, »Fertig!« Ali schaut in den Spiegel und schreit fast. Seine Haare sind super kurz, fast eine Glatze. »Oh nein, das ist zu kurz. Ich habe gesagt, nur die Spitzen.« Der Friseur zuckt mit den Schultern. »Ich habe verstanden, alles schneiden.« Ali steht langsam auf, er zahlt, sagt »Danke«, aber er meint es nicht so. Auf dem Weg nach Hause zieht er seine Mütze tief ins Gesicht. Am Abend schickt er seinem Freund ein Foto. Sein Freund schreibt, »Wow, neuer Look, sehr luftig.« Ali schreibt zurück, »Nie wieder ohne Wörterbuch zum Friseur.« Die Uhr, die rückwärts geht. Paul liebt alte Dinge. Jeden Samstag geht er zum Flohmarkt.
Er sucht Bücher, Schallplatten oder alte Fotos. Eines Tages sieht er etwas Besonderes. Eine kleine silberne Uhr. Sie hat kein Glas und das Zifferblatt ist ein bisschen kaputt. Aber sie funktioniert. »Wie viel kostet diese Uhr?« fragt Paul. Der Verkäufer sagt, 5 Euro, aber sie ist seltsam. Paul lacht. Ich mag seltsam. Zu Hause stellt er die Uhr auf seinen Schreibtisch. Es ist 15 Uhr. Die Uhr tickt leise. In der Nacht wacht Paul plötzlich auf. Er schaut auf die Uhr. 3 Uhr. Aber die Zeiger gehen rückwärts. Er steht auf, berührt die Uhr, sie fühlt sich kalt an. Er denkt, vielleicht bin ich noch müde, vielleicht träume ich. Am Morgen ist alles normal. Doch als Paul sein Handy nimmt, sieht er, eine wichtige E-Mail von gestern ist weg. Er schaut in den Papierkorb, nichts. Komisch. In der Arbeit fragt ihn sein Kollege Max. »Warum hast du gestern nicht geantwortet? Ich war allein im Meeting.« Paul antwortet, »Aber ich war da, ich habe gesprochen.« Max schüttelt den Kopf. »Du warst nicht da. Vielleicht träumst du.« Paul lacht nicht. In seinem Kopf ist alles klar. Aber Max erinnert sich anders. In der nächsten Nacht wacht Paul wieder um 3 Uhr auf. Die Uhr geht rückwärts, genau wie zuvor. Am Morgen noch eine Veränderung. Sein Lieblingscafé ist weg. Da ist jetzt ein Kleidungsgeschäft. Und der Barista? Niemand kennt ihn. Paul fragt sich, verändert diese Uhr die Zeit oder meinen Kopf? Was ist real? Was war wirklich? Er will die Uhr wegwerfen, aber sie ist verschwunden. In der 3. Nacht wacht er um 3 Uhr auf. Die Uhr ist wieder da. Sie tickt rückwärts. Paul sagt leise, wenn Zeit rückwärts geht, verliere ich mich? Er schaut in den Spiegel. Der Spiegel zeigt nicht sein Gesicht. Der Schwarzfahrer. Es ist Samstagabend. Der Bus ist fast leer. Anna steht an der Haltestelle. Sie schaut auf ihre Uhr und denkt, der Bus kommt gleich. Aber oh nein, ich habe kein Ticket gekauft. Nur 3 Stationen. Das ist nicht so schlimm, oder? Der Bus kommt. Anna steigt ein und setzt sich ans Fenster. Sie schaut nach draußen und lächelt. So spare ich heute 2,50 Euro. Nach 2 Minuten hört man eine Stimme. »Guten Abend, die Fahrkarten bitte.« Anna erschrickt. Ein Kontrolleur kommt durch den Bus. Er hat eine Uniform und ein kleines Gerät in der Hand. Die anderen Fahrgäste holen sofort ihre Tickets heraus. Anna wird nervös. Sie sucht hektisch in ihrer Tasche. Vielleicht finde ich doch ein altes Ticket, denkt sie. Aber in der Tasche sind nur ein Apfel, ein Schlüssel und ein kaputter Kugelschreiber. Der Kontrolleur steht jetzt vor ihr. »Ihre Fahrkarte bitte.« Anna sagt leise, ich habe kein Ticket. Der Kontrolleur schaut streng. Das ist Schwarzfahren. Sie müssen 60 Euro bezahlen. Anna wird rot im Gesicht. 60 Euro? Das ist viel Geld. Ich wollte doch nur 3 Stationen fahren. Ein alter Mann im Bus lacht und sagt, »Junges Fräulein, für 2,50 Euro hätten Sie sich viel Stress gespart.« Anna nickt traurig. »Ja, Sie haben recht.« An der nächsten Haltestelle steigt sie aus. Sie denkt, nie wieder ohne Ticket. Das war die teuerste Busfahrt meines Lebens. Am Abend erzählt sie ihrer Freundin. Heute habe ich eine wichtige Lektion gelernt. Schwarzfahren lohnt sich nicht. Das verschwundene Bild. Lena ist 23 Jahre alt. Sie studiert Kunst in Berlin.
Eines Tages besucht sie ein altes Museum in der Stadt. Das Museum ist ruhig, fast leer. Nur ein älterer Mann sitzt an der Kasse. »Hallo, ich suche das Gemälde »Die rote Blume«, sagt Lena freundlich. Der Mann schaut überrascht. »Dieses Bild? Es wurde vor 2 Tagen gestohlen.« Lena ist schockiert. »Gestohlen? Aber warum steht es im Katalog?« Der Mann zuckt mit den Schultern. »Vielleicht ein Fehler?« Lena findet das sehr seltsam. Sie geht durch die Räume. Überall hängen schöne Bilder, aber die rote Blume fehlt. Dann sieht sie etwas. Eine frische Blume liegt auf dem Boden. Eine rote Rose. Daneben ein kleiner Zettel. Dort steht: »Kunst ist Freiheit. Sie gehört allen.« Lena nimmt den Zettel. Er riecht nach Parfum. Plötzlich hört sie Schritte. Schnell steckt sie den Zettel in ihre Tasche und verlässt den Raum. Draußen ruft sie ihre Freundin Jana an. »Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich glaube, jemand hat das Bild nicht gestohlen, sondern gerettet.« Die deutsche Sprache und Amir. Amir ist 23 Jahre alt und kommt aus Marokko. Seit 2 Monaten lebt er in Köln. Alles ist neu für ihn. Die Straßenbahnen, die Supermärkte, sogar das Wetter. Aber das größte Abenteuer ist für Amir die deutsche Sprache. Amir spricht Arabisch, Französisch und ein bisschen Englisch. Aber Deutsch klingt für ihn wie Musik, nur sehr kompliziert. Er versteht Wörter wie Brot, Danke und Bahnhof, doch wenn jemand schneller spricht, schaut er nur verwirrt. Eines Tages geht Amir in den Supermarkt. An der Kasse sagt die Verkäuferin: »Haben Sie eine Kundenkarte?« Amir versteht gar nichts. Er lächelt unsicher und antwortet: »Ja, vielleicht?« Die Verkäuferin muss lachen und Amir wird rot wie eine Tomate. Da beschließt er: »Ich muss unbedingt Deutsch lernen.« Zuerst versucht Amir mit einer App auf seinem Handy zu lernen. Er wiederholt Wörter wie Apfel, Stuhl, Auto. Das macht Spaß, aber nach einer Woche merkt er, Wörter allein reichen nicht. Er versteht die Sätze nicht. Dann meldet er sich bei einem Sprachkurs in Köln an. Dort trifft er Menschen aus vielen Ländern: Maria aus Spanien, Olga aus Polen und Takeshi aus Japan. Alle haben das gleiche Ziel. Schon in der ersten Stunde sagt die Lehrerin: »Keine Angst, wir lernen zusammen.« Amir hat trotzdem Angst, besonders vor den Artikeln. Warum heißt es der Tisch, aber die Lampe und das Auto? Er seufzt: »In meiner Sprache ist das viel einfacher.« Doch seine neue Freundin Maria sagt lachend: »Keine Sorge, Amir, wir schaffen das gemeinsam.« Jeden Tag übt Amir fleißig. Er schreibt Wörter auf kleine Zettel und klebt sie in seiner Wohnung fest. Der Kühlschrank auf den Kühlschrank, die Tür auf die Tür, das Fenster auf das Fenster. Manchmal kommt sein Mitbewohner nach Hause und lacht. »Amir, deine Wohnung ist wie ein Wörterbuch.« Nach 3 Monaten kann Amir schon kleine Gespräche führen. Im Café bestellt er stolz: »Einen Kaffee mit Milch, bitte.« Die Kellnerin nickt und antwortet freundlich. Amir strahlt. Es ist ein kleiner Satz, aber ein großer Sieg. Am Abend ruft Amir seine Eltern an. Er sagt auf Deutsch: »Hallo Mama, hallo Papa, mir geht es gut. Ich lerne Deutsch.« Seine Mutter versteht zwar nichts, aber sie hört, dass ihr Sohn glücklich klingt. Amir denkt: Deutsch ist schwer, ja, aber jeder Tag lohnt sich. Schritt für Schritt komme ich weiter. Und er weiß, eines Tages wird er nicht nur einkaufen oder Kaffee bestellen können, sondern auch Witze machen, Geschichten erzählen und echte deutsche Freunde finden. Ein Date mit Fragen. Max ist 27 Jahre alt und arbeitet mit Computern.
Er ist ruhig und ein bisschen schüchtern. Seit 2 Jahren hat er keine Freundin. Eines Abends sitzt Max auf dem Sofa, in der Hand sein Handy. Warum nicht, denkt er, und er installiert eine Dating-App. Dort trifft er Lena. Lena ist freundlich. Sie studiert Fotografie und liebt Katzen. Sie schreiben eine Woche lang. Es ist leicht und lustig. Dann schreibt Lena: Willst du einen Kaffee trinken gehen? Max denkt kurz nach. Dann schreibt er: Ja, gerne. Am Sonntag treffen sie sich in einem kleinen Café. Max ist nervös. Seine Hände sind kalt. Sein Herz schlägt schnell. Lena lächelt. Hallo Max. Hallo Lena, sagt er leise. Sie setzen sich. Max denkt, was soll ich sagen? Was, wenn ich komisch spreche? Was, wenn es peinlich wird? Die ersten Minuten sind still. Max trinkt einen kleinen Schluck Kaffee. Lena schaut aus dem Fenster. Dann lacht Lena und sagt: Du bist ein bisschen nervös, oder? Max lächelt. Ja, ich bin besser mit dem Handy als im echten Gespräch. Lena lacht wieder. Kein Problem, ich mag ehrliche Menschen. Max atmet tief ein. Jetzt ist er etwas entspannter. Sie reden über Musik, über Reisen und über Lenas Katze. Das Gespräch ist nicht perfekt, aber es ist echt. Nach einer Stunde gehen sie langsam zum Bahnhof. Kein Kuss, kein großes Happy End. Aber Max denkt, online ist leicht, echt ist schwer, aber echt ist auch schön. Er schaut in den Himmel, lächelt und öffnet wieder die App, aber dieses Mal nur, um Lena zu schreiben. Danke für den Kaffee. Ich hatte einen schönen Tag. Das Geheimnis der alten Hütte. Ben ist 12 Jahre alt. Er wohnt in einem kleinen Dorf. Jeden Tag sieht er im Wald eine alte Hütte. Die Hütte ist alt, grau und kaputt. Niemand geht hinein. Alle sagen, da gibt es Geister. Aber Ben ist neugierig. Eines Tages sagt er: Ich will wissen, was in der Hütte ist. Er nimmt seine Taschenlampe, ein Sandwich und eine Flasche Wasser. Dann geht er los. Der Wald ist still, Vögel fliegen, Blätter bewegen sich im Wind. Ben läuft langsam. Er sieht die Hütte. Sie ist groß und alt, die Tür ist offen. Ben sagt leise: Hallo? Keine Antwort. Er geht hinein. Es ist dunkel und staubig. Er macht die Taschenlampe an. Da ist ein Tisch, ein Stuhl und eine alte Kiste. Er geht zur Kiste. Sie ist schwer. Ben öffnet die Kiste und er findet Bücher, Fotos und ein kleines Tagebuch. Auf dem Tagebuch steht Anna 1965. Ben setzt sich hin und liest. Es ist das Tagebuch von einem Mädchen. Sie war 12, wie Ben. Sie hat über den Wald geschrieben, über Tiere und Träume. Nichts mit Geistern. Ben lächelt. Kein Geist, nur eine Geschichte. Plötzlich hört er ein Geräusch. Er erschrickt, aber es ist nur ein Fuchs. Der Fuchs läuft schnell weg. Ben atmet tief. Er nimmt das Tagebuch und verlässt die Hütte. Draußen scheint die Sonne. Ben geht nach Hause, ganz ruhig, aber auch stolz. Zu Hause ruft seine Mutter: Wo warst du? Ben sagt: Ich war auf Abenteuer. Anna und Ben sitzen in einem kleinen Café.
Beide haben ein großes Ziel. Sie wollen gut Deutsch sprechen. Aber es ist nicht so einfach. Ach, Ben, ich lerne seit 6 Monaten Deutsch, aber ich kann kaum sprechen. Ich auch. Mein Kopf ist voll mit Wörtern, aber mein Mund ist still. Genau. Im Unterricht ist alles klar. Aber wenn ich mit jemandem sprechen soll, habe ich einen Blackout. Gestern im Supermarkt wollte ich sagen, wo ist die Milch? Aber ich habe gesagt, wo ist mein Milchmann? Oh nein. Und was hat die Verkäuferin gesagt? Sie hat gelacht und gesagt, ich bin nicht Ihr Milchmann. Was machst du zum Üben? Ich höre jeden Tag Podcasts. Einfach Deutsch, sehr langsam. Ich verstehe oft nichts. Zu viele neue Wörter. Ich schreibe neue Wörter auf kleine Zettel. Ich hänge sie überall in der Wohnung auf. Tür, die Tür. Fenster, das Fenster. So sehe ich sie jeden Tag. Das ist klug. Ich lerne mit einer App. Aber manchmal bin ich faul. Ich habe auch einen Trick. Ich spreche mit mir selbst. Mit dir selbst? Ja, ich sage laut, ich trinke jetzt Tee, der Tee ist heiß. Oder ich gehe zur Arbeit, ich nehme den Bus. Das ist ja verrückt. Aber vielleicht gut. Und ich habe einen Tandempartner. Wir treffen uns jeden Mittwoch. Und wie läuft es? Er ist Deutscher und lernt Englisch. Ich helfe ihm, er hilft mir. Wir sprechen langsam, lachen viel. Ich will auch so jemanden. Dann melde dich bei einer Sprachbörse oder schreib in eine Gruppe. Weißt du was? Wir können auch zusammen sprechen. Einmal pro Woche. Kein Englisch, nur Deutsch. Oh ja, Deutsch-Kaffeestunde mit Anna und Ben. Und wenn wir Fehler machen, lachen wir einfach. Fehler sind Freunde, ohne Fehler kein Lernen. Sie stoßen mit ihren Kaffeetassen an. Auf Deutsch. Die neuen Stadtmusikanten. Max ist ein kleiner Hund. Er lebt in einer Wohnung in Berlin, aber sein Besitzer schreit immer. Max hat genug. Max denkt: Ich will singen. Ich will frei sein. Ich gehe nach Bremen. Unterwegs trifft Max eine Katze. Sie heißt Luna. Max sagt: Hallo Katze, ich gehe nach Bremen. Ich will Musik machen. Kommst du mit? Luna sagt: Ich liebe Musik. Miau, ich kann gut miauen. Ja, ich komme mit. Sie gehen zusammen weiter. Im Park treffen sie einen Papagei. Er heißt Carlos. Carlos ruft: Hallo Freunde, was macht ihr? Max sagt: Wir gehen nach Bremen. Wir wollen Musik machen. Carlos sagt: Ich kann sprechen, singen und tanzen. Ich bin perfekt. Ich komme mit. Jetzt sind sie zu dritt. Sie laufen weiter und sehen ein großes Haus. Vor dem Haus sitzt ein Hamster. Er heißt Bruno. Bruno sagt: Mein Mensch hat eine neue Schildkröte. Ich bin jetzt langweilig. Luna sagt: Bruno, willst du Musiker werden? Bruno sagt: Was? Ich? Musiker? Carlos ruft: Klar, du kannst Trommel spielen. Du bist klein, aber laut. Bruno lacht: Okay, ich komme mit. Jetzt sind sie 4 Tiere. Ein Hund, eine Katze, ein Papagei und ein Hamster. Sie reisen zusammen. In einem Wald machen sie Musik. Max bellt den Rhythmus, Luna miaut die Melodie, Carlos singt wie ein Opernsänger, Bruno trommelt auf einer alten Dose. Ein paar Wanderer bleiben stehen. Ein Kind sagt: Mama, schau mal, die Tiere machen Musik, das ist toll. Die Leute geben Applaus und Geld. Max sagt stolz: Wir sind die neuen Stadtmusikanten. Luna sagt: Nicht in Bremen, aber bald. Carlos ruft: Auf nach Bremen, wir machen eine Tour. Bruno: Aber mit Pausen bitte, ich bin klein. Alle lachen. Die neuen Musikanten gehen fröhlich weiter. Mit Musik, Mut und einem Traum.
Der Hund mit dem Schuh. Herr Meier wohnt in einer ruhigen Straße. Er ist ein freundlicher Mann und geht jeden Morgen spazieren. An diesem Tag scheint die Sonne. Herr Meier trägt seine neuen Sportschuhe. Er ist stolz auf sie. Er geht durch den Park. Die Vögel singen, Kinder spielen, alles ist ruhig. Plötzlich hört er hinter sich ein leises Tap, Tap, Tap. Er dreht sich um. Ein kleiner, brauner Hund steht da. In seinem Maul ein Schuh. Herr Meier bleibt stehen. Moment mal, das ist doch mein Schuh. Er schaut an seinen Fuß. Ja, am linken Fuß ist nur eine Socke. Gib her, sagt er und geht langsam auf den Hund zu. Der Hund schaut ihn mit großen Augen an und rennt los. Herr Meier hinterher, durch den Park, an der Bank vorbei, über das Gras. »Bleib stehen«, ruft er. Der Hund bleibt kurz stehen, legt den Schuh hin und als Herr Meier fast da ist, schnappt er ihn wieder und rennt weiter. Herr Meier ist außer Atem. Das ist kein Spiel, das sind neue Schuhe. Eine ältere Frau mit einem weißen Hut kommt entgegen. »Oh, das ist Max«, sagt sie lächelnd. »Er liebt Schuhe.« Herr Meier? »Ja, aber er liebt gerade meinen.« Die Frau pfeift. »Max, aus!« Max kommt tatsächlich zurück. Er legt den Schuh vor Herrn Meier. Herr Meier hebt ihn hoch und sieht, er ist voller Sabber und ein bisschen Gras. »Na toll«, murmelt er. Die Frau lacht. Das ist sein Geschenk. Jetzt sind sie Freunde. Herr Meier seufzt, zieht den nassen Schuh an und geht weiter. Als er zu Hause ankommt, erzählt er seiner Frau die Geschichte. Sie lacht. Wenigstens hat er nur einen Schuh genommen. Herr Meier fragt, warum? Seine Frau zeigt auf die Tür. Dort steht Max mit dem anderen Schuh im Maul. Das Bild aus der Zukunft. Lena ist 11 Jahre alt und liebt Fotografie. Sie hat eine alte Kamera von ihrem Opa. Die Kamera ist schwarz, alt und ein bisschen kaputt. Eines Tages macht Lena ein Foto von ihrem Schreibtisch. Klick! Aber als sie das Foto anschaut, ist es anders. »Was ist das?« fragt sie. Auf dem Foto ist ihr Schreibtisch, aber mit einem Laptop. Und ein Buch mit dem Titel Deutsch B2 für Profis. Lena schaut auf ihren echten Schreibtisch. Kein Laptop, kein B2-Buch. Das ist seltsam, flüstert sie. Am nächsten Tag macht sie ein Foto vom Fenster. Auf dem Bild sieht sie Schnee und einen roten Schal. Aber draußen scheint die Sonne. Kein Schnee, kein Schal. Lena sagt, vielleicht ist das eine Zukunftskamera. Sie erzählt es ihrem besten Freund Jonas. »Das ist Quatsch«, lacht er. »Wirklich? Ich kann Fotos von der Zukunft machen«, sagt Lena. Jonas sagt, »Dann mach ein Foto von mir.« Lena macht ein Bild. Sie schaut das Foto an. Jonas steht auf einer Bühne mit einer Gitarre in der Hand. »Ich kann nicht Gitarre spielen«, ruft Jonas. 3 Jahre später. Jonas spielt Gitarre in einer Band. Und Lena? Sie hat jetzt einen Laptop, einen roten Schal und sie lernt Deutsch auf B2-Niveau. Der Tag, an dem niemand lügt. Es ist Dienstagmorgen. Jonas steht vor dem Spiegel und sagt, »Ich sehe heute gut aus.« Plötzlich denkt er, »Aber das stimmt ja gar nicht. Ich sehe müde aus.« Er geht zur Arbeit. Seine Kollegin Lara fragt, »Na, wie geht's dir?« Jonas antwortet, »Ehrlich gesagt, ich habe keine Lust zu arbeiten.« Lara lacht laut. »Endlich sagt es mal jemand.« Im Büro ist heute alles anders. Der Chef sagt, »Ich bin oft genervt von euren E-Mails und ich verstehe Excel nicht.« Alle Kollegen schauen sich an
schockiert und überrascht. In der Mittagspause sagt Lara: »Der Kaffee hier schmeckt wie Spülwasser.« Und Jonas sagt: »Ich esse nur hier, weil ich zu faul bin zu kochen.« Am Nachmittag kommt ein Kunde. Er fragt: »Was halten Sie von meinem Projekt?« Jonas sagt ehrlich: »Es ist langweilig und verwirrend.« Der Kunde sagt: »Danke für Ihre Ehrlichkeit. Ich denke, ich mache etwas Neues.« Am Abend trifft Jonas seine Freundin Marie. Sie fragt: »Magst du mein neues Kleid?« Jonas zögert, dann sagt er: »Nein, es gefällt mir nicht. Es sieht aus wie ein Vorhang.« Marie ist erst wütend, dann lacht sie. »Na gut, wenigstens bist du ehrlich.« Am Ende des Tages denkt Jonas: »Heute war anstrengend, aber auch irgendwie gut. Vielleicht sollten wir öfter die Wahrheit sagen.« Der Fahrstuhl bleibt stecken. Anna wohnt in einem großen Wohnhaus in Berlin. Sie kennt viele Nachbarn nicht. Alle sagen nur Hallo im Flur, mehr nicht. Eines Tages kommt Anna spät von der Arbeit nach Hause. Sie ist müde. Sie nimmt den Fahrstuhl. Drinnen steht schon jemand. Ein älterer Mann mit grauen Haaren. Er nickt nur kurz. Anna sagt Guten Abend und drückt auf den Knopf für den 5. Stock. Plötzlich ruckelt der Fahrstuhl. Dann bleibt er stehen. Licht an, aber nichts bewegt sich. Anna schaut den Mann an. Ist das normal? Der Mann sagt ruhig: Nein, aber das passiert manchmal. Anna drückt auf den Notrufknopf. Eine Stimme antwortet: Techniker kommt in 20 Minuten. Bitte bleiben Sie ruhig. Stille. Nach 2 Minuten sagt Anna: Ich heiße übrigens Anna. Der Mann nickt. Ich bin Herr Keller. Ich wohne im 3. Stock. Wieder Stille. Dann sagt Herr Keller: Ich habe Angst vor kleinen Räumen. Anna schaut überrascht. Wirklich? Aber Sie wirken so ruhig. Herr Keller lacht leise. Ich habe früher beim Theater gearbeitet. Da muss man lernen, ruhig zu bleiben. Anna sagt: Ich habe Angst, mein Handy hat nur noch 2% Akku. Herr Keller: Keine Sorge, ich habe ein Buch dabei. Er nimmt ein kleines Buch aus seiner Tasche. Es ist ein Krimi. Wollen Sie, dass ich laut lese? Anna nickt. Er liest vor. Seine Stimme ist ruhig. Anna hört gespannt zu. Nach 15 Minuten ruckelt es. Der Fahrstuhl fährt wieder los. Beide atmen auf. Als sie aussteigen, sagt Anna: Danke, das war der beste Krimi-Abend meines Lebens. Nico kauft ein. Nico lebt seit 2 Wochen in Berlin. Heute braucht er Lebensmittel. Es ist Samstag und er geht in den Supermarkt um die Ecke. Am Eingang steht ein Einkaufswagen. Aber Nico hat kein 1-Euro-Stück. Er sagt leise: Ich habe nur einen 50er. Er schaut sich um. Eine ältere Frau bemerkt ihn und lächelt. Möchten Sie einen Wagen? Ich bin gleich fertig. Nico sagt freundlich: Oh, danke, sehr nett. Er nimmt den Wagen und geht in den Laden. Er sucht Brot, Milch, Käse und Obst. Zuerst kommt er zur Brotabteilung. Er sieht viele Sorten. Vollkornbrot, Roggenbrot, Weißbrot. Was ist das alles? Er nimmt ein dunkles Brot. Es sieht gesund aus. Dann kommt die Milch. Es gibt fettarme, Vollmilch, Hafermilch. Nico denkt: Ich nehme einfach die rote Packung. Rot ist gut. Beim Käse steht er lange. Er sucht nach Gouda, aber nimmt aus Versehen Harzer Käse. Der Geruch ist stark, aber er merkt es erst später. In der Obstabteilung sucht er Äpfel. Er sieht Boskop, Elster,
Pink Lady. Er nimmt einen Mix. An der Kasse stellt er alles aufs Band. Die Kassiererin fragt, sammeln Sie Punkte? Nico sagt verwirrt, welche Punkte? Sie lächelt. Kein Problem. Er bezahlt mit Karte. Alles klappt. Draußen schaut er in seine Tasche und riecht den Käse. Das ist kein Gouda, sagt er und lacht.